Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: Tempest Rising erhält Superwaffen, neue Demo zu Colonizer, Star Rapture startet Koop Playtest, in Diplomacy is not an option geht's jetzt gegen Untote, wir besprechen kurz das letzte Pompeii-Update und Pioneers of Pagonia veranstaltet Map Builder Contest. Dieser Wochenrückblick wird euch von Xmod präsentiert. Mit Xmod könnt ihr super einfach Spiele manipulieren und so eure Singleplayer-Erfahrung entsprechend anpassen. So könnt ihr beispielsweise langweilige Grindphasen skippen oder euch in Anno 117 mit einem Klick vor dem Bankrott retten, ohne alternativ Game Over zu gehen. Alles, was ihr dafür braucht, ist, euch den Xmod Launcher herunterzuladen und kurz zu installieren. Link dorthin, oben im i, in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Eure installierten Spiele werden dann direkt gefunden und können, nachdem ihr diese nach eurem Belieben angepasst habt, direkt über den Launcher gestartet werden. Auch mit den heute besprochenen Tempest Rising, Diplomacy is not an option und Pioneers of Pagonia könnt ihr so ein bisschen mehr Spaß haben. Xmod ist nicht komplett kostenlos, aber mit 1-2 Euro im Monat auch kaum der Rede wert und kann zudem jederzeit wieder gekündigt werden. Einfach mal ausprobieren. Hello and welcome to Tempest Rising. Tempest Rising scheint alles richtig gemacht zu haben und hat somit das Command & Conquer-Konzept trotz Konkurrenz am erfolgreichsten in die Neuzeit geführt. Da scheinbar auch die Verkaufszahlen stimmen, ist es wenig verwunderlich, dass der Titel kontinuierlich mit Updates versorgt wird. Im kommenden Update dreht sich daher alles um noch fehlende Superwaffen, welche sich in der Community schon länger gewünscht wurden. GDI und Tempest Dynasty dürfen also demnächst ordentlich aufrüsten. Die GDF erhalten eine mächtige Drohnenangriffsstation, welche als Weiterentwicklung des Drohnen- und Kommunikationstechnologie-Arsenals fungieren soll und gleich mehrere Fähigkeiten mitbringt. So sorgt das Gebäude, solange es steht, für einen enormen Sichtradius, was den GDF zu einem Informationsvorsprung gegenüber den Tempest Dynasty verhelfen soll. Natürlich kann das Teil aber auch schießen. Daher ballert diese, wenn voll aufgeladen, eine Art Ionenstrahl an die gewünschte Stelle des Schlachtfeldes mit natürlich verheerenden Folgen. Die Tempest Dynasty rüsten hingegen mit der Bugger-Plattform auf, also ein völlig anderer Ansatz. Denn über diese können sie bis zu 18 Einheiten in einer Bohrkapsel stationieren und sich diese dann unbemerkt bis unter die feindliche Basis durchgraben lassen. Alternativ können sie hier aber auch, wenn voll aufgeladen, einen Kampfbagger losschicken, welcher dann unterirdisch durch Schockwellen ein Erdbeben auslöst. Einen Termin für die Implementierung gibt's noch nicht, aber ich halte euch natürlich wie gewohnt auf dem Laufenden. As the commander, you will take control of the faction of your choice in your quest to control the Tempest. In Colonizer spielt ihr augenscheinlich ein klassisches Mittelalter-RTS, welches aber gar nicht im Mittelalter, sondern in einer fernen Zukunft auf einem anderen Planeten spielt. Ihr spielt quasi die Nachfahren eines Kolonieschiffs, welches einst auf diesem Planeten abstürzte und durch dessen Zwischenfall sich der technologische Fortschritt nach und nach auf den Stand des Mittelalters zurückentwickelte. Neben dieser kuriosen Story möchte das RTS aber auch ein paar Dinge anders machen, um sich von der Konkurrenz abzuheben. So soll der Multiplayer auf einer riesigen Map stattfinden, auf welcher ihr nicht nur für Stunden, sondern Tage und Wochen verbringen könnt. Dementsprechend sollt ihr hier dann auch auf bis zu 90 Spieler gleichzeitig treffen können und um die Vorherrschaft in einem sonst klassischen RTS kämpfen. Wer stirbt bzw. vernichtet wird, ist auch nicht gänzlich raus, sondern kann von vorne beginnen und an einem anderen Fleck der Karte eine neue Siedlung gründen und so weiter. Um das Ganze zu testen, ist diese Woche eine Demo erschienen, in der das Ganze schon mit bis zu 30 Spielern gleichzeitig simuliert wird. Wer sich daher von RTS-Massenschlachten begeistern lässt, sollte hier mal einen Blick riskieren.
Auch in Star Rapture könnt ihr demnächst reintesten, denn hier startet am 3. Dezember der finale Playtest für den Koop-Modus. Star Rapture ist im Prinzip ein Satisfactory-Klon, welcher aber viel mehr Wert auf die eigenen Basisverteidigungen setzt und ihr dementsprechend auch des Öfteren angegriffen werdet. Das klingt nicht nur gut, sondern sieht auch vielversprechend aus. Von daher kommen hier sehr wahrscheinlich alle Fans von Fabrik-Automationsspielen auf ihre Kosten, die nebenher gerne zusätzlich ein bisschen rumballern. Obwohl Diplomacy's Not an Option längst den Early Access verlassen hat, haben die Entwickler der beliebten Burg-Verteidigungssimulation nie damit aufgehört, ihr Spiel weiterzuentwickeln. Im diese Woche veröffentlichten Update wurde jetzt die Fraktion der Untoten komplett überarbeitet und macht diese daher gleichwertig im Vergleich zu den Menschen spielbar. So haben diese nicht nur neue Einheiten bekommen, sondern besitzen jetzt auch eigene spezielle Fähigkeiten, einen Forschungsbaum sowie eine neue Ressource, welche das Wirtschaftssystem angleicht. Ach ja, und dann gibt's noch so einen von Doom inspirierten Riesenwurm, über den ihr als Untoter Ressourcen handeln könnt. Kann man mal machen. Gefühlt völlig unter dem Radar läuft der antike Citybuilder Pompeii The Legacy, in welchem ihr die namensgebende Stadt nach dem verheerenden und geschichtlich belegten Vulkanausbruch wieder aufbauen müsst. Spätestens mit dem Release von Anno 117 Pax Romana, welches ein ähnliches Setting bedient, war das aber eigentlich auch absehbar. Trotzdem hält das den Solo-Dev nicht davon ab, weiter an seinem Traumspiel zu arbeiten, weswegen diese Woche der nächste größere Patch erschienen ist. Patch 0.511.6 ergänzt den Citybuilder um eine verbesserte Lagerverwaltung, überarbeitet die religiösen Gefühle eurer Bürger, ja kein Scheiß, und interpretiert das Opfersystem im Spiel ein bisschen um, was wiederum zu positiveren Buffs führt. Dazu gab es haufenweise neue Soundeffekte, diverse behobene Bugs und Stabilitätsverbesserungen. Ob das reicht, um Anno-Spieler zurück oder rüber zu holen, ist natürlich fraglich. Erwähnenswert und lobenswert ist's aber natürlich trotzdem. Excellent. Da hat gefühlt die halbe Welt nach einem Karteneditor geschrien und streng genommen ist er auch so extrem wichtig für den langfristigen Erfolg eines Spiels. Doch trotz wirklich gelungenem Editor, der viele tolle Funktionen mitbringt, sieht es bisher auf der Map-Übersichtsseite bei Modio dürftig aus. Diese Woche ist vielleicht auch deswegen der erste Map-Contest gestartet worden, welcher ab sofort bis zum 29. Januar laufen soll. Der Mapper mit der Map, welche in diesem Zeitraum mit den meisten Likes gewürdigt wird, erhält neben Ruhm und Ehre einen sichtbaren Tag auf dem Map-Package von Modio und im Spiel, sowie einen besonderen Rang auf dem Pagonia-Discord und ein exklusives Merch-Paket. Davon ab erwartet euch ab dem 13. Dezember die große Single- und Koop-Kampagne inklusive 1.0 Release. Ich hoffe, euch dazu zeitnah einen ausführlichen, spoilerfreien Test liefern zu können. Seid also gespannt. In diesem Sinne, schönes Restwochenende, checkt mal Xmod, falls ihr für sowas empfänglich seid und kommt gut in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal. An die Werkzeuge-Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.